Ein lauer Morgen in Guayaquil. Vor der alten La Merced-Kirche glänzt das Kopfsteinpflaster im Sonnenlicht. Sekunden später fallen 3 Schüsse. Mitten auf dem Platz liegt ein Mann, Edgar Escobar, ein rechtschaffener Familienvater und Staatsanwalt der Republik Ecuador. Ein Mann, der nie eine Waffe trug, aber Feinde hatte, die ganze Städte kontrollierten. Er wollte nur seine Schuhe polieren lassen, doch 2 Männer treten aus der Menge, ziehen ihre Pistolen, zögern keine Sekunde und befördern ihn ohne Warnung ins Jenseits. Anschließend steigen sie auf ihr Motorrad, verschwinden zwischen hupenden Autos, als hätte die Stadt sie verschluckt. Nur Minuten später ist die Polizei am Platz. Und während Reporter schon von einem Auftragsmord sprechen, ahnt noch niemand, das hier war kein einzelner Mord. Das war ein Warnsignal. Als Ermittler Escobars Büro durchsuchen, stoßen sie auf Akten mit brisanten Informationen. Bananenexporte, Offshore-Konten, europäische Telefonnummern. Und immer wieder ein Name, Driton Djica. Offiziell Geschäftsmann, in Wahrheit der unsichtbare Arm der albanischen Mafia in Südamerika. Von hier an führt jede Spur tiefer. In ein Netz aus Kokain, Geld und Macht. Was als Mord an einem Staatsanwalt begann, entlarvt ein globales Imperium vom Dschungel Ecuadors bis zu den Villen an der Adria. Im Hafen von Guayaquil tauchen Männer auf, die niemand kennt. Sie kommen nicht aus Kolumbien, nicht aus Mexiko. Sie kommen aus Albanien. Innerhalb weniger Monate gründen sie mehr Firmen als die Einheimischen in einem ganzen Jahr. Offiziell exportieren sie Bananen, Kaffee und Holz. Über Nacht explodiert die Zahl albanischer Unternehmen in Guayaquil und niemand versteht, warum plötzlich so viel Obst das Land verlässt. In Wahrheit liegt zwischen den exportierten Bananenkartons Kokain, tonnenweise. Interpol schätzt, dass über 30 Tonnen pro Jahr auf diesem Weg nach Europa gelangen und lange ahnt kaum jemand, wer dahinter steht. Erst 2014 gelingt der Polizei ein erster Schlag. Die Ermittler nennen die Aktion Operation Balkans. 11 Verhaftungen, mehrere beschlagnahmte Container, gefälschte Zollsiegel. Doch einer entkommt. Remzi Azemi, der Kopf hinter dem Netzwerk. Azemi gilt als Architekt eines Systems, das Korruption mit derselben Präzision betreibt wie Buchhaltung. Seine Leute haben den Hafen von innen unterwandert. Sie kennen die geheimen Ladungslisten, wissen, welche Container nach Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg gehen und schleusen ihre Ware in Minuten ein. 2 Wochen nach Azemis Flucht wird ein Zollbeamter erschossen. Ein Zufall? Wohl kaum. Azemi selbst verschwindet spurlos, doch während sein Name durch die Schlagzeilen wandert, tritt ein anderer ins Rampenlicht. Driton Rejepi, offiziell ein Händler, ebenfalls im Fruchtexport tätig, in Wahrheit aber Logistikchef des albanischen Kartells. 2014 wird er mit 278 Kilo Kokain festgenommen, doch das Geschäft läuft weiter. Selbst im Hochsicherheitsgefängnis steuert er per Schmuggelhandy Container, die Europa fluten. Die Ermittler geben seiner Organisation einen Namen, Compagnia Bello, ein transnationales Netzwerk, das direkt mit südamerikanischen Lieferanten verhandelt, Großladungen organisiert und den europäischen Vertrieb koordiniert. Im Gefängnis von Cotopaxi freundet sich Rejepi mit den Anführern der ecuadorianischen Gang Los Choneros an. 2 Welten treffen aufeinander, die albanische Effizienz und die südamerikanische Brutalität. Was entsteht, ist eine Symbiose, ein Kartell aus Bananen, Blut und Bestechung. Nach einigen Jahren profitiert Rejepi von zweifelhaften Gerichtsbeschlüssen, wird in den Hausarrest entlassen und verschwindet kurz darauf spurlos. 2021 ist er fort, so lautlos wie die Schiffe, die Nacht für Nacht den Hafen verlassen, doch er wird 2023 in der Türkei festgenommen. Die Behörden wiegen sich in Sicherheit. Zwischen 2017 und 2020, so die offiziellen Zahlen, beantragen nur 69 Albaner eine Aufenthaltserlaubnis in Ecuador. Die Behörden sehen darin kein Problem, doch Interpol registriert im selben Zeitraum über 160 Einreisen, viele unter falschen Identitäten mit denselben Adressen und Anwälten. In dieser Stadt kontrollieren ausländische Hintermänner längst alles. Häfen, Banken, Immobilien, selbst Fußballvereine. Ein albanischer Clan finanziert eine Stiftung für Straßenkinder, ein Symbol für Nächstenliebe, das sich bei näherem Hinsehen als Geldwaschanlage entpuppt. Präsident Guillermo Lasso warnt öffentlich, ausländische Gruppen hätten Ecuador unterwandert. Doch in den Spendenlisten seines Umfelds tauchen genau diese Namen wieder auf. Der Staat kämpft gegen Gangster, aber die Gangster zahlen besser. Und niemand fragt mehr, was wirklich in den Containern steckt, die Guayaquil verlassen.
2019 schnellen die Exporte von Ecuador nach Albanien plötzlich um hunderte Prozent nach oben. Keine Statistik kann das erklären. Eine ecuadorianische Anwältin sagt später, die Zahlen seien gepiekst, manipuliert. Bananen sind nur Tarnung. Hinter der Fassade läuft ein System, das selbst Ermittler fasziniert. Rip-on, Rip-off. Hafenarbeiter tauschen Zollsiegel, öffnen Container, laden binnen Minuten Kokain nach und versiegeln alles neu. Pro Container fließen etwa $1000 Schweigegeld. Wer sich weigert, verschwindet. Ein Hafeninspektor wird 2019 erschossen in seinem Auto gefunden. Ein Informant, Deckname Cesar, erzählt der BBC, wie ihn korrupte Polizisten direkt an die Albaner vermittelten. Seine Aufgabe: Kameras abschalten, Container durchwinken. Wenn du Nein sagst, bist du tot, sagt er vor laufender Kamera. Wochen später ist Cesar selbst verschwunden. Auch das Geld fließt unauffällig. Noch in Ecuador wird es gewaschen. Einzahlungen unter $50.000 verteilt auf Dutzende Strohmänner mit denselben Anwälten und Adressen. In Guayaquil werden über 50% aller Immobilien bar bezahlt. Luxusvillen ohne Kredite. Beton wird zur Bank. 2023 decken Ermittler Überweisungen nach Dubai auf. Offshore-Firmen schleusen Millionen über Bau- und Fruchtunternehmen ins Ausland. In einem Lagerhaus findet man $10 Millionen gestapelt in Kisten. Selbst ein Bankdirektor ist Teil des Netzwerks. Platzt irgendwo eine Firma, wird sofort eine neue gegründet. Neue Namen, gleiche Buchhalter, gleiche Routen. 2024 zählt man über 60 neue Exportfirmen, 38 mit albanischen Eigentümern. Das System regeneriert sich schneller, als man es zerschlagen kann. Ein Kampf gegen eine Hydra. Jeder abgetrennte Kopf wächst doppelt nach. Und jeder Container, der Guayaquil verlässt, trägt ein Stück dieser Hydra in sich. Doch wer ist der Nachfolger der verhafteten Kokainbarone? Driton Gjika, geboren 1977 in Vlora, Albanien. 2009 tauchte er in Ecuador auf, mit neuem Namen, sauberen Papieren und einem Vermögen, das Fragen aufwirft. Er lässt sich in San Borondon nieder, einem exklusiven Vorort von Guayaquil, dort wo auch Drogenboss Driton Rejepi residiert hatte. Gjika kauft Firmen, Grundstücke und Lagerhallen. Offiziell handelt er mit Früchten. In Wahrheit lenkt er das albanische Kokainkonsortium in Südamerika. Er bleibt diskret, meidet Kameras, investiert in Restaurants und Baufirmen. Legale Fassaden für Geldwäsche und Schmuggel. Sein Netzwerk umfasst 10 Firmen, 6 in Ecuador, 4 in Spanien. Darunter Bananenexporte, Baugesellschaften, sogar Cannabisplantagen. Mit jedem neuen Vorwand verwebt er sich tiefer mit der legalen Wirtschaft. 2015 taucht sein Name erstmals in Hafenakten auf. Zollbeamte notieren Container mit identischen Seriennummern, aber unterschiedlichem Inhalt. Ein Jahr später verschwinden 2 Ermittler, die diesen Spuren nachgingen. Danach schweigt man im Hafen. Zwischen 2016 und 2023 wächst Gjikas Imperium zum größten privaten Exporteur des Landes. Über 300 Container pro Monat. Zielhäfen: Antwerpen, Valencia, Hamburg. Europol schätzt, dass sein Netzwerk 4 Tonnen Kokain im Monat nach Europa schleuste. Rund $1 Milliarde Gewinn jährlich. Doch im Februar 2024 folgt der Gegenschlag. Unter dem Namen Operation Gran Phoenix 13 starten Polizei und Europol zeitgleiche Razzien in Ecuador und Spanien. 57 Hausdurchsuchungen, 30 Verhaftungen, beschlagnahmte Luxusautos, Villen und Millionen in bar. Die größte Anti-Mafia-Aktion in Ecuadors Geschichte. Ermittler bestätigen, mindestens 10 Scheinfirmen wickelten über $32 Millionen in fingierten Verkäufen ab. Reines Drogengeld, gewaschen durch Bananen, Immobilien und Bauprojekte. Doch Gjika ist verschwunden. 2 Tage vor der Razzia fliegt er nach Dubai, gewarnt von Informanten im Staatsapparat. Abgefangene Chats zeigen, wie präzise er seine Flucht plante. Accounts gelöscht, Geld verschoben, Datenträger außer Landes gebracht. In einer Nachricht schreibt er, alles unter 50.000 bleibt sauber. Selbst auf der Flucht denkt er wie ein Buchhalter. Doch im Mai 2025 ist alles vorbei. Ein Luxushotel in Abu Dhabi. 2 Bodyguards begleiten einen unauffälligen Mann durch die Lobby. Als Interpol zugreift, ist der Pate von Ecuador gefasst. Sein Laptop enthüllt Überweisungen an Politiker, Zolldirektoren, sogar an einen Minister. Die Bestechung reichte bis in höchste Kreise. Sein wichtigster Mittelmann, Ruben Cherez, enger Freund des Präsidentenschwagers Danilo Carrera, wurde bereits im April 2023 erschossen, 3 Tage bevor er gegen Gjika aussagen sollte. Mit seinem Tod verschwindet die sichtbarste Verbindung zwischen Politik und Kartell. Offiziell ein Zufall, für alle anderen ein sauber geplanter Schnitt. Nach seiner Verhaftung läuft das Netzwerk weiter, fast reibungslos. Die Firmen wechseln Namen, nicht Konten. Neue Strohmänner übernehmen, fast alle aus demselben Wohnblock in Guayaquil. Eine vertrauliche Polizeiakte fasst es nüchtern zusammen. Struktur verändert,
Personal neu. Der Kopf ist ab, doch der Körper lebt. Jika sitzt nun in Abu Dhabi und wartet auf seine Auslieferung. Offiziell drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft, doch in Ecuador zweifeln viele, dass er je eine Zelle von innen sehen wird. Zu viele einflussreiche Männer hätten zu viel zu verlieren, wenn der Pate spricht. Seit 2020 erlebt Ecuador eine Welle der Gewalt, wie sie das Land noch nie gesehen hat. Die Mordrate schießt durch die Decke. Jeder dritte Auftragsmord steht in Verbindung mit dem Kokainhandel. Viele Opfer sind Albaner und viele Täter auch. Das Kartell säubert sich selbst, bevor jemand reden kann. Einschüchterung und Buchführung sind hier dasselbe. Remzi Azemi, einer der Strippenzieher, ließ Landsleute exekutieren, die ohne Genehmigung des Compagnia Bello eigene Exportrouten nutzten. Im Januar 2022 trifft es Ergis Dashi, einen albanischen Logistiker des Netzwerks, 2 Schüsse in den Kopf, mitten in einem Restaurant. September 2022, Staatsanwalt Edgar Escobar, der Mann, mit dem alles begann. April 23, Ruben Cherez, Geschäftsmann und Mittelsmann zwischen Kartell und Politik, wird tot aufgefunden. 3 Tage vor seiner Aussage gegen Jika. Mit seinem Tod verschwindet die sichtbarste Verbindung zwischen Mafia und Regierung. In Guayaquil tauchen seither wöchentlich Leichen mit derselben Signatur auf. Gefesselte Hände, zerstörte Handys, Schüsse aus nächster Nähe. Viele stammen aus den Reihen der Polizei oder Hafenbehörde. Ermittler sprechen von einer Säuberung, das Kartell hält seine Welt sauber von Verrätern. In der Welt der Mafia überlebt der seine Spuren besser verwischt. Und selbst in unserem normalen Alltag gilt, wer sich schützt, wird kein Opfer von Überwachung, gezielter Werbung, Betrug und Datenklau. Deshalb nutzt sichere Verbindungen, schützt eure Daten. Ein VPN schafft genau das. Euer digitaler Schutzschild, auch im öffentlichen WLAN von Guayaquil oder sonst wo. Ich habe euch dazu ein exklusives Angebot besorgt. Schaut unten in der Beschreibung vorbei, falls ihr eure Internetverbindung schützen wollt. Doch weiter in der Story. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro warnt 2025 öffentlich, ein internationales Syndikat plane seinen Mord. Bestehend aus Albanern, Mexikanern, Italienern und Kolumbianern. Ein globales Netzwerk, das längst Politik und Polizei durchdrungen hat. Trotz Jikas Festnahme läuft das Geschäft weiter. Die Routen bleiben offen, die Firmen bestehen, nur die Namen ändern sich. Neue Strohmänner übernehmen alte Firmen, dieselben Anwälte reichen dieselben Dokumente ein. 2025 meldet Ecuador einen neuen Rekord, 210 Tonnen beschlagnahmtes Kokain. Doch jeder Fund beweist nur, dass der Export wächst. Die Mafia verliert vielleicht Menschen, aber nie den Markt. Heute sagt Ecuadors Präsident Daniel Noboa, dass 70% des weltweit gehandelten Kokains über Ecuador laufen. Ein Großteil davon landet in Europa, gesteuert von albanischen Clans, deren Geld in spanischen, italienischen, belgischen und deutschen Immobilien steckt. Kokain wird zu Kapital, Kapital zur Macht. Und solange die Welt süchtig nach dem weißen Pulver bleibt, wird irgendjemand liefern. Irgendwo auf der Welt steht schon der nächste Container bereit. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis zum nächsten Mal.